Liebe werdende Mama, viele Frauen haben eine sehr genaue Vorstellung davon, wie ihre Geburt in etwa ablaufen soll, vor allem im Hinblick auf Maßnahmen und Interventionen. Geburtswünsche beim Anmeldegespräch zur Geburt im Krankenhaus zu äußern oder sogar eine kleine Liste für die Akte dabei zu haben, ist nichts Neues mehr und wird immer populärer und gängiger. Im Hypnobirthing nach Marie Mongan haben die Geburtswünsche bereits seit Veröffentlichung des Programms Anfang der 90er einen festen Platz. Sowohl im Hypnobirthing-Buch befindet sich eine solche Liste, aber auch im exklusiven Kurs-Handout, das die Eltern beim Besuch eines Hypnobirthing-Kurses bekommen. Soweit zur Theorie. Aber wie sieht es nun in der Praxis aus? Wie gehe ich vor? Hat eine solche Liste Vorteile, Nachteile? Wie gehe ich im Krankenhaus bzw. dem Krankenhauspersonal gegenüber am respektvollsten mit meinen Wünschen um? All das werden wir im heutigen Video beleuchten und verschiedene Möglichkeiten und Vorgehensweisen besprechen. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Geburtswünsche für die Geburt. Ein wichtiges, aber auch äußerst sensibles Thema. Und auf all diese verschiedenen Aspekte werden wir jetzt nacheinander eingehen. Vorab, Geburtswünsche können eine tolle Möglichkeit sein, als Gebärende und auch als Paar bereits in der Schwangerschaft zu überlegen und festzulegen, welche Wünsche es im Hinblick auf die Geburt gibt. Dies kann auf beiden Seiten, also für die werdenden Eltern und für das Klinikpersonal, für mehr Klarheit in bestimmten Situationen sorgen. Und die werdenden Eltern wissen bereits im Vorhinein, welche ihrer Wünsche umsetzbar sind und an welche Bedingungen diese geknüpft sind. Die Liste mit den Geburtswünschen an sich ist eine Zusammenstellung an möglichen Wünschen und orientiert sich an den Geburtsempfehlungen der WHO. Generell handelt es sich also um Wünsche, die bei einem normalen Geburtsverlauf, gesunder Mutter und gesundem Baby unter der Geburt erfüllbar sind. Wie sind die Geburtswünsche nun aufgebaut? Auf der ersten Seite befindet sich ein Anschreiben, das sich an das Klinikpersonal wendet, das die Geburt betreuen wird. Hier wird kurz erklärt, dass man sich als Paar mit Hypnobirthing auf die bevorstehende Geburt vorbereitet hat und sich aufgrund dessen die ein oder anderen Gedanken gemacht hat, beziehungsweise einige Wünsche für die Geburt hat, von denen man sich nach Möglichkeit wünscht, dass diese berücksichtigt werden. Und natürlich wird hier auch ganz klar betont, dass es sich um Wünsche handelt, die eventuell nicht erfüllt werden können, dass man sich dessen bewusst ist und dass man auch in einem solchen Fall in vollem Umfang mit dem Krankenhauspersonal zusammenarbeitet. Auf den nächsten Seiten folgt dann die eigentliche Liste. Sie ist in folgende 7 Abschnitte unterteilt: Wer mich begleitet, allgemeine Wünsche, Eröffnungsphase der Geburt, Geburtsphase, nach der Geburt, Stillen und bei einem Kaiserschnitt. In jeder dieser Kategorien gibt es nun 5 bis 10 Vorschläge für mögliche Wünsche. Alle Punkte werden im Kurs dann Punkt für Punkt durchgegangen, erklärt und besprochen. So haben die werdenden Eltern eine gute Vorstellung davon, wieso dieser Punkt wichtig für sie sein könnte und können im Anschluss für sich selber entscheiden, ob sie diesen Punkt in ihre persönliche Wunschliste mit aufnehmen möchten oder nicht. Dafür bekommen die Kursteilnehmer die komplette Liste im Anschluss als PDF-Datei zugesendet. So haben sie die Möglichkeit, alle für sie persönlich nicht relevanten Wünsche herauszulöschen. Das hat den Vorteil, dass die Liste bei einer Abgabe im Krankenhaus nicht so lang aussieht. Kopiert man nämlich nur die Liste aus dem Handout, muss man die Punkte, die zutreffen, ankreuzen, was das Ganze am Ende außerdem sehr mühselig für das Klinikpersonal macht, die betreffenden Wünsche herauszusuchen. Kommen wir nun zu einer der wichtigsten Fragen bezüglich der Geburtswünsche, die ich in fast jedem Hypnobirthing-Kurs gestellt bekomme. Wie handhabe ich die Liste nun am besten im Krankenhaus? Nimmt man die Liste mit ins Krankenhaus, finde ich es am allerwichtigsten, klar zu kommunizieren, dass man sich trotz diverser Wünsche darüber im Klaren ist, dass es sich um eine Wunschliste handelt und dass man weiß, Wünsche können nicht immer erfüllt werden. Sollte diese Situation eintreten, ist man natürlich im vollen Umfang bereit, das zu akzeptieren. Die erste Frage, die das Paar dann für sich klären sollte, ist folgende: Möchte ich im Krankenhaus erwähnen, dass ich mich mit Hypnobirthing vorbereitet habe?
Es gibt Paare, die Bedenken haben, wie das Klinikpersonal bei der Erwähnung von Hypnobirthing reagieren könnte. Sollten sie sich unwohl damit fühlen und befürchten, dass die Geburt dadurch mit Vorurteilen belastet ist es vollkommen in Ordnung, Hypnobirthing nicht zu erwähnen oder es einfach als mentale Geburtsvorbereitung zu umschreiben. Es ist nämlich leider immer noch gang und gäbe, dass Hebammen und Ärzte aus zweiter oder dritter Hand unkorrekte Informationen zum Hypnobirthing haben oder durch bereits begleitete Geburten ein falsches Bild vom Hypnobirthing und seinen Techniken haben. Hier ist es verständlicherweise schwer, solche bereits verankerten Vorurteile innerhalb kurzer Zeit zu entkräften. Somit fühlen sich viele Paare wohler damit, lediglich zu erwähnen, dass sie sich im Vorfeld Gedanken über ihre Geburt und den Ablauf gemacht haben. Sie können ihre Wünsche als selbstverfasste Liste ohne Anschreiben und Hypnobirthing-Logo im Krankenhaus abgeben oder einfach nur besprechen. Dann gibt es natürlich auch die Paare, die klar kommunizieren möchten, dass sie sich mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereitet haben. Hier gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten, mit der Geburtswunschliste zu verfahren. Zum einen kann man die vorhandene PDF-Datei benutzen und alle zutreffenden Stichpunkte ankreuzen. Diese Variante ist aber, wie bereits gerade erwähnt, sehr unübersichtlich für das Klinikpersonal. Die Alternative hierzu wäre die vorhin ebenfalls erwähnte Variante, einfach alle nicht zutreffenden Punkte am Laptop herauszulöschen und die Liste nur mit den Punkten zu drucken, die dem Paar persönlich für ihre Geburt wichtig ist. Oftmals kommt hier noch hinzu, dass die Liste einige Wünsche enthält, die in der Wunschklinik vielleicht sowieso angepriesen werden, wie Familienzimmer, Bonding oder das Auspulsieren lassen der Nabelschnur. Manchmal reicht es den Eltern hier auch, ihre 3, 4 oder 5 Wünsche auf einem kleinen Zettel mitzubringen und in die Akte für die Geburt notieren zu lassen. So können Hebamme und Ärzte sich mit einem kurzen Blick in die Akte der werdenden Mama einen guten Überblick verschaffen. Eine Variante hiervon wäre dann, die Liste mit Anschreiben und allen wichtigen Punkten abzugeben und bei der Geburtsanmeldung in die Akte legen zu lassen. Es kann während der Geburt aber auch passieren, dass die Hebamme oder der Arzt vorher nicht in die Akte geschaut haben und nicht darüber im Bilde sind, was die werdenden Eltern sich wünschen. Daher ist es in jedem Fall wichtig, dass der Geburtsbegleiter gut darüber im Bilde ist, was die werdende Mama sich wünscht und diese Wünsche bei Bedarf auch im Kreissaal äußern kann. Fühlen die werdenden Eltern sich sicherer oder haben Angst, während der Geburt vielleicht durch Aufregung das ein oder andere zu vergessen, kann es sinnvoll sein, ein weiteres Exemplar der Geburtswünsche in der Kliniktasche dabei zu haben. Hier kann der Begleiter im Zweifelsfall noch einmal nachlesen oder die Liste der Hebamme und dem Arzt erneut aushändigen. Eine letzte Möglichkeit wäre die, alle nötigen Wünsche erst dann zu kommunizieren, sollten sie relevant werden während der Geburt. Es gibt also sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, mit der Geburtswunschliste zu verfahren und umzugehen. Wichtig ist in jedem Fall, dass man sich als Paar mit der Variante wohlfühlt, die man für sich ausgewählt hat. So kann man hier mit einem guten Gefühl in die Geburt gehen und muss sich darüber keine Gedanken mehr machen. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein können. Bis zum nächsten Video, deine Marie.